Ich weiß mir nicht, ob man da vielleicht so, wenn man die Tiere tötet, hier, ob man dann in dem Gebiet dann hochlevelt. Das wäre so die Frage, ob man dann irgendwann hochlevelt. Je mehr Tiere man fängt, desto mehr levelt man in dem Gebiet hoch und desto mehr bessere Tiere kriegt man dann. Weil am Anfang ist es ja echt so, dass du nicht so viel kriegst eigentlich davon. Was brauchen wir hier? Wir brauchen hier nämlich das hier. Wir brauchen 3 Krähenfedern. Wir haben jetzt Raben, aber wir brauchen Krähen auch noch. So. Alter, geben die viel Geld. Die geben echt sack viel Geld. Vampire Skin würde ich gerne aufheben. Weil das werden wir hundertprozentig auch brauchen. Was man dafür eigentlich? Badger, Cobra. Okay, wir brauchen einen Badger. Badger. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. So, ein Hasen. Eine Cobra brauchen wir dann. Und wir brauchen einen Leopard. So, Badger haben wir. Sehr gut. So lobe ich mir das. Dann brauchen wir noch eine Cobra. Und einen Leopard. Und halt die Krähen. Aber die Krähen wird es da hundertprozentig auch geben. Könnte ich mir durchaus zumindest vorstellen. Würde auch Sinn machen. So, dann gehen wir hier raus. Zack, verkaufen. Hase weg. Hirsch weg. Also Hirsch weg. Nein, Upgrade Armor. So, Cobra und Leopard brauchen wir noch. Nein, da will ich her. So, Cobra bitte. Ich brauche eine Cobra, dann fange ich die mir ein. Und dann habe ich den schönen Vorteil, dann habe ich alles. Hoffe ich zumindest. Naja gut, ein bisschen brauchen wir noch. Die Cobra ist nämlich selten. Aber ein bisschen was kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann würde ich sagen, wir holen uns die Rüstung auf jeden Fall noch. Wir gehen noch ein bisschen jagen, holen uns die Krähe. Wir gehen auch mal in den Friedhof rein. Schauen, was wir da machen können. Und dann würde ich sagen, mache ich für heute Schluss, weil ich weiß nicht mehr wie lange das Spiel geht. Und es ist jetzt gleich, ja, es ist jetzt 2:45 gerade. Eine Cobra. Und ich habe es nicht vergeigt. Ja. Sehr gut. So, Exit. Zack, verkaufen, Sell. Zack. Geil. So, dann bauen wir uns noch einen Leopard. Den gibt es dann hier. Leoparden gibt es hier. Und wir haben ihn sogar gefunden. Das ist übrigens ein Jaguar, kein Leopard. Ein Jaguar. Ja. Sollte man sich merken können. Aber es ist krass, wie viel Geld die Krähen geben. Das finde ich eigentlich sehr cool, dass sie so viel Geld geben. Aber was machen die mit den Krähen? Dass sie so viel Geld geben. Dass du eigentlich eine Rehhaut oder sowas doch viel mehr wert als von der Krähe eigentlich. Rein logisch betrachtet, oder? Fuchs. Weg. So. Nein, da will ich her. So, es fehlen nur die Krähenfedern. Das ist das Einzige, was fehlt gerade. Schauen wir mal, vielleicht finden wir die Krähen, ja. Einen Raben haben wir auf jeden Fall. Die können wir auch verkaufen, dann kriegen wir ein bisschen Geld noch dazu. Wir können nicht so viel jagen eben, aber es sollte hoffentlich ein bisschen reichen. Vampirfledermaus, zack, nehmen wir auch natürlich gerne mit. Achievement unlocked, Bloodsuckers, geil. Finde ich lustig, aber es ist die Frage, gibt es hier halt auch Krähen oder nicht? Ja, es gibt hier Krähen. Die sind nur selten. Master Hunter, Achievement unlocked, cool. Wahrscheinlich, weil wir jedes Lebewesen einmal gefangen haben, kann das sein? Ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so lange geht. Ich gucke mir eben die Achievements dann gleich an, was wir alles schon haben. Einfach nur einen Einblick zu kriegen, aber ich möchte jetzt ungern, sage ich mal, aufhören. Dann haben wir das nächste Mal bloß noch 20 Minuten, die wir spielen dann. Das möchte ich halt auch nicht. Ich hätte aber gerne auf jeden Fall die bessere Rüstung noch. So, Crow. Die müssen wir auf jeden Fall fangen. Eine Crow brauchen wir noch. Komm, eine Crow noch. Natürlich. Ich verkaufe damit 2. Von den Raben verkaufe ich mal 7. So.
Dann haben wir ordentlich Geld. Und dann gehen wir jagen. Eine Krähe brauchen wir noch. Die Raben nehme ich auch gerne mit, aber Krähen brauchen wir noch jede Menge. Beziehungsweise eine. Und dann vermute ich noch für die nächsten Rüstungen auch noch 100.000 Krähen. Bin ich mal gespannt. Ich frage mich, ob es dann die letzte Rüstung ist, ob es noch weitergeht dann. Ich bin echt ein bisschen gespannt. So, Vampirfledermaus. Hauen wir auch mal platt. Und dann kommt bitte eine Krähe. Na komm, eine Krähe. Gib mir eine Krähe. Kein Raben, ich will eine Krähe. Mann, ich will mal eine Rüstung haben. Raven. Yeah. Black Raven. Ja, Crow. Sehr geil. Dann haben wir es jetzt. Sehr gut, jetzt können wir die Rüstung kaufen. So, jetzt haben wir alles. 710 Gold. Crow Armor offers 1800 HP protection. It costs 710 gold and requires 1 Betka Pelt, 1 Cobra Skin, 1 Jaguar Pelt, 1 Raven Feather and 3 Crow Feather. Ich frage mich, wie das mich schützen soll. Do you wish to buy the Crow Armor? Ja. You purchase the Crow Armor. So, es gibt keine neuen Rüstungen. Special Bolts gibt es auch keine mehr. So, den Copper. Ach, warte mal, stopp. Was haben wir hier? 250 Damage, Stahl. Aber hallo. Kaufen wir doch mal eben. So, das verkaufen wir jetzt mal eben alles hier. Ich befürchte fast, das war's dann mit dem Spiel. Also ich befürchte fast, jetzt kommt dann das letzte Kapitel. Wir haben 328 von 410 Punkten. Das heißt, so viel kann es eigentlich gar nicht mehr geben. Ich würde jetzt nur gerne noch ein bisschen das Zeug hier sammeln, damit wir Stahlbolzen kaufen können. Dann machen wir nochmal mehr Damage und vor allem brauchen wir mehr Heiltränke. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt neue Heiltränke gibt. Die Frage ist so ein bisschen, wir haben jetzt so verschiedene Tattoos, ne? Wir haben jetzt das Silence-Tattoo, haben wir gerade drauf. Das Heilungstattoo haben wir auch drauf gehabt. Das brauchen wir aber nicht mehr. Wir haben aber noch Elektrizität und wir haben noch Psionik. Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch 2 Stati, für die wir das Tattoo brauchen werden. Die Frage ist, was wir als erstes brauchen. Ich würde jetzt raten einfach. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt in die Höhle rein, da gibt es bestimmt irgendwelche psionischen Wesen. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung. Wäre mal so die Vermutung. Weil Elektrizität auf dem Friedhof oder so, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, da ist das andere Zeug dann drauf. Wir gucken aber einfach mal. Und schauen, was passiert. Auf jeden Fall Rüstungen haben wir jetzt, glaube ich, das Maximum. Zumindest bis jetzt. Bessere Rüstung geht nicht. Von daher gucken wir mal. Ich glaube, mit den richtigen Skillsets und so weiter, also mit den richtigen Tattoos, können wir durchaus das ein oder andere noch schaffen. Wir müssen halt schauen, dass wir dass wir schnell fliehen. Wenn wir merken, da ist ein Gegner, der Psionik kann, wie auch immer, sofort fliehen, Tattoo drauf und nochmal probieren. Das wäre eigentlich der Plan jetzt. Dann mal gucken. Okay, wir haben alles voll. Dann verkaufen wir alles hier. So, ja, also kriegen wir schon ein bisschen Geld zusammen. Change Tattoo. So, Protection, Electricity, Silence your enemies, Psionic Attacks. Ich mache mal das Psionic Attacks. Das ist irgendwie so mit Friedhof und so. Ist eigentlich das, was mich da gerade am meisten irgendwie, was mir in den Sinn kommen würde. Ich gehe noch einmal kurz jagen, weil ich hätte einen Heiltrank, würde ich mir gerne noch holen. Ich habe jetzt mal Psionik gemacht. Wenn jetzt nochmal Benji sind, dann haben wir ein Problem. Aber ich vermute fast so Untote und so weiter. Psionik ist mir da eigentlich, kommt mir da sofort in den Sinn. Und nicht gerade Elektrizität. Das wird dann gut zu einem Labor oder irgendwie sowas passen. Oder zu der Hexe dann selber später, keine Ahnung. Aber irgendwie nicht zu jetzt hier zum Friedhof oder sonst was. Ich kann mich auch komplett täuschen. Das ist natürlich möglich. Aber Psionik erscheint mir da
allein von der Logik her etwas realistischer. Vor allem, weil Elektrizität hatten wir von Anfang an schon. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir irgendwelche Gegner hatten, die Elektrizität schon gemacht haben. Das kann ich nicht sagen. Ich hätte gern übrigens alle Tattoos einfach drauf. Das wäre auch schön. Einfach alle Tattoos drauf machen, gar kein Problem. Dann hätten wir komplett rundum sorglos Paket. Dann musst du dich um gar nichts mehr kümmern. So. Also, ich kaufe jetzt noch ein paar Heiltränke und dann würde ich sagen, Heiltränke, von dem Rest kaufen wir uns dann die Stilbolzen und dann würde ich sagen, geht's los. Dann schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Ich würde jetzt noch so vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde machen, je nachdem. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Weil, wie gesagt, so lange wollte ich eigentlich auch nicht mehr machen. Weil ich noch einen Haufen Zeug machen muss, was hier noch rumliegt. Also schneiden etc. Das hätte ich gerne irgendwann mal hinter mir. Dann wird das Ganze auch ein bisschen entspannter. Oh, nein. Mist. Ausgerechnet die Krähe. Sorry, you caught nothing. Ja. Das habe ich gemerkt. So, Crow. Jetzt. Ich habe einmal zu früh gedrückt, leider. Was doof ist. Okay, ich kann nichts mehr tragen. Sehr gut. So, alles verkaufen. Gucken wir eben auf das Geld, wie lange wir vorhin gedümpelt haben, bis wir 500 Gold hatten. Geht jetzt relativ fix. Nein, Potion. 2. Wir haben jetzt 11. Ja, das sollte eigentlich reichen. Special Boats, das lassen wir mal. Stil, Max, kaufen. So. Und jetzt gehen wir zum Friedhof. Haben wir noch irgendwas, was rumliegt? The huge rusty gates to Ravenmoor Cemetery Tower above you. As the only cemetery in the entire valley, these grounds must be the final resting place of pretty much everyone who's lived here. Mr. Barlow's diary mentioned the witch's monster grave. You can only assume it's somewhere here. The witch mother's grave, so rum. So. A large grave sits by itself on top of a small hill. Also, the grave is unmarked. You get the feeling it is of some importance given its size, position, and location compared to the other graves. You're certain this is the one mentioned in Mr. Barlow's diary. Okay. Blumen. Okay. You respectfully place the flowers up on the grave. You feel a chill go down your spine. It's almost as if you felt a change in the air. You're not entirely sure what happened, but you get the feeling what you just did was extremely important. It's a large umber grave with flowers on it. From the information in Mr. Barlow's diary, you're certain this grave belongs to the witch's mother. Aha, okay. Gut, Alter, hab ich mich jetzt verjagt. Hallo. An elderly woman stands before you. Her stare is firm but comforting. The heart-sunken lines on her face tell a long and painful story. Also, her face is covered. You can tell from her eyes she is faintly smiling. Perhaps she's been expecting you. Seek out the truth. It's not often one puts flowers on my mother's grave. I know it was you, and for that you have my gratitude. She was the one saint in my life who loved me unconditionally. The world may reject you, but a mother's love will never abandon you. Tell me, are you close with your mother? You try hard thinking of your mother, but cannot seem to recall any memories of her. Die Ausdauer vom Happy ist einfach erstaunlich. Stream bis um 3 und schneide dann noch. Ich gehe jetzt mal auf. Viel Spaß noch, Happy. Danke, Jerry. Bis dann. Tschüss. You begin explaining to her that you cannot remember when she suddenly interrupts. Because your memory fails you? Yes, I'm aware. You are taken back by her remark. How could she have possibly known that? You must have many questions. Go ahead, speak freely. What do you wish to say? Who is the strange-looking man in the photo?
You know, you show her the photo and ask her who he is. She gazes over it and for a moment, without saying a word, he was once an honorable man who lived here many years ago. He had wealth, family, and everything one could wish for. One day he started acting differently. It began with the cutting of his beard, then the selling his wedding ring and family paintings. He then took a large rock and destroyed the gold pocket watch which was handed down to him by his late father. As if that wasn't enough, he also began dressing in a manner which one would not expect from him, and it is said he once spent an entire month wearing only red. He grew thinner as his appetite for food was soon replaced with an unexplainable appetite for knowledge. Eventually, he withdrew himself from society and neglected his family, became obsessed with learning with all he could from old homes and any scholar who would offer him knowledge. But then his behavior became troublesome as he began dabbling in necromancy and dark magic, trying to summon demons and attempting to raise the dead. Whatever his reasons may be, the dark creatures that plagued this valley came from the portals that were opened. Why am I here, and how did I get here? The answer is simple: because I summoned you here. You are from a large town known as Ridgewood, which lies many miles south of here. Despite such a great distance, my magic is still powerful enough to summon you. And do not concern yourself over your loss of memory. It is only a temporary effect of the summoning. I promise it, you will all return after a day or two. What? Why would you summon me here? To rid this valley of all the demonic entities which plague this land. Why me? None of this is my problem. She furrows her brow and looks you right in the eye. Oh, but it is your problem. The man who summoned these entities, the man in the photograph, is none other than your own paternal grandfather. Your head spins up on hearing her words. That feeling of familiarity you get when gazing at the photo, it all makes sense. Where is my grandfather now? He left this world and passed on some years ago. You are all that remains of his bloodline, and so the task of cleaning his mistakes is rightfully yours. The cabin in the woods belonged to him, hence the reason you appeared there. You have a strong link with that particular place. It is your job and your job alone to destroy the Guardian. The Guardian? The Guardian of the gates of hell. Diablo. Your grandfather tried to summon the devil himself. They say he did not feel comfortable living his life as the man he was. Society saw a wealthy, respectable gentleman, but in his mind he was a weak failure, ashamed of himself, his family, his life, and his accomplishments. He believed the devil could give him all he wanted and was willing to make a pact in exchange for his soul. I tell you this, a soul that laments for power is no different to one that pursues wealth, and just like wealth, most are willing to risk death for it. This became apparent when attempting the ritual, as he accidentally summoned the servant instead of the master. The Guardian of Hell is a very powerful demon and cannot be slaved by a mere blade. I sense you have some of the amulet pieces. You mean the silver trinkets I've been finding everywhere? They are a means of making the Guardian appear before you. You will need 5 of them in order to do this. Each one needs to be used in the correct order in the stone circle. I do not know of all their whereabouts, but I know of one which is in the hands of a werewolf who resides nearby. Be warned, he is a powerful and dangerous creature. None who enter his lair come out alive. Not so easy to defeat. I don't see why I should risk my life anymore. I'm leaving. Do you really think you can leave your responsibilities so easily? And have you forgotten how you got here? You did not travel this journey of your own free will. Do not forget, it was the one who summoned you and can do so at any time.
Hear these words. If you attempt to leave, I will bring you back as many times as is necessary until you complete your duty. Find the amulet pieces and defeat the Garden of Hell, and I will send you back home. The werewolf has one of the pieces. Okay, fine. So how do I defeat the werewolf? The wolfsbane herb grows on the shores of Lake Dragon. Bring me the plant and I will make you a charm bracelet which will help weaken him a little. Once you have the bracelet, there is more I need to tell you before you can defeat him. But for now, bring the wolfsbane and then we will talk further. One more question. Why did you summon me now and not earlier? Tonight the blood-red moon sits in the sky. It is a rare occurrence which happens a few times each century. Supernatural powers are hidden during this night and many portals are opened. The garden ritual can only be performed under the influence of a blood-red moon. Enough questions. Go get me the wolfsbane. Given the situation, it looks like you're left with no choice but to do so as she asks. New tattoos and special balls have been unlocked. Bring me the wolfbane and I will make you the charm bracelet. Without it, you're powerless against the werewolf. Looks like the fire died out not too long ago. Okay, das ist der Werwolf. So, ich gehe mal da kurz hin. Was haben wir denn hier? Special Balls. Bloodstone. 50 Damage. 150 Gold, was? Stil. Okay, wollen wir vermutlich Silber dann, also Silberbolzen auch. Challenge Tattoos. Protection against Dark Magic. Psionic Attacks. Enemy Regeneration, Electricity, Dark Magic. Aha. Es wird immer skurriler. So, Save. Puh, also ich würde sagen, ich mache jetzt an der Stelle, ich speichere jetzt nochmal, ich mache an der Stelle jetzt wirklich den Cut, weil es ist jetzt mittlerweile 2:45 und ja, das Spiel wird wohl noch ein Weilchen gehen. Oder, naja, 2:35 Uhr sehe ich hier gerade, habe mich verguckt. Aber ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Wir haben jetzt seit 2,5 Stunden gespielt und haben gerade mal 30% geschafft, glaube ich, oder 40%. Das heißt, wir werden noch mindestens so 1,5 Stunden, 2 Stunden brauchen. Vor allem müssen wir auch noch ein bisschen Zeug sammeln. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und spielen es im nächsten Stream einfach dann weiter. Wenn wir früher durch sind, machen wir noch was anderes einfach. Aber ja, ich glaube, das dauert jetzt doch ein bisschen extrem lange noch. Ich dachte, wir kriegen es durch, aber offensichtlich nicht. Schade eigentlich. Aber ich freue mich schon drauf. Ich will es unbedingt weiterspielen. Es ist ein sensationell gutes Spiel. Wenn es euch gefällt, bitte, bitte kauft es auf Steam. Wenn es euch gefällt, wenn ihr selber spielen wollt. Es kostet nicht viel, aber unterstützt bitte die Entwickler. Ich finde das mega cool und ich glaube, solche Spiele sollte man auch wirklich unterstützen. So, das war ein kurzer Aufruf. Ich hoffe, mir ist keine böse dafür. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, genauso wie mir. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei einem anderen Let's Play oder in der nächsten Aufnahme, der nächsten Folge über diesem. Würde mich freuen, wäre sehr schön. Und dann auf jeden Fall bis bald. Tschüss.